Du wachst eines Morgens auf und entdeckst, dass die Hälfte deiner Stadt einfach verschwunden ist. Nicht geflohen. Nicht weggezogen. Über Nacht gestorben. Genau das passierte Heinrich, einem deutschen Bauern, an einem eiskalten Morgen im Jahr 1348. Aber hier ist, was dich schockieren wird: Während Könige, Adlige und Ärzte wie die Fliegen am schwarzen Tod starben, überlebten einige der ärmsten und unwissendsten Bauern Deutschlands nicht nur, sie wurden auf völlig unerwartete Weise wohlhabend. Wie entdeckten die Verletzlichsten der mittelalterlichen Gesellschaft Geheimnisse des Überlebens, die die Mächtigen niemals kannten? Die Antwort wird alles revolutionieren, was du über das Mittelalter zu wissen glaubtest. Das ist die nie erzählte Geschichte davon, wie das Ende der Welt zum Beginn eines besseren Lebens für die Vergessenen der Geschichte wurde. Das Jahr ist 1348. Ein tödlicher Schatten breitet sich über Europa aus mit einer Geschwindigkeit, die jedes menschliche Verstehen übersteigt. Was als ferne Gerüchte über eine seltsame Krankheit im Osten begann, ist nun zu einer apokalyptischen Realität geworden, die ganze Städte verschlingt. In den zersplitterten Ländern dessen, was wir heute als Deutschland kennen, damals ein chaotisches Mosaik aus Fürstentümern, Herzogtümern und freien Städten des Heiligen Römischen Reiches, fand der schwarze Tod den perfekten Boden für seine Verwüstung. Dörfer, die jahrhundertelang existiert hatten, verschwanden einfach von der Landkarte. Blühende Städte verwandelten sich in Friedhöfe unter freiem Himmel. Aber inmitten dieser mittelalterlichen Hölle geschah etwas Außergewöhnliches. Weit entfernt von den Burgen und Chroniken der Adligen wurde eine stille Revolution in den Lehm- und Strohhütten der Bauern geboren. Eine Transformation, die das Gesicht Europas für immer verändern würde. Das ist die Geschichte von Heinrich und davon, wie die Einfachsten unter den Einfachen nicht nur der Apokalypse trotzten, sondern als die wahren Sieger daraus hervorgingen. Heinrich wachte jeden Tag vor Sonnenaufgang auf, wie er es seine 40 Lebensjahre getan hatte. Er konnte nicht lesen, wie 95% der deutschen Bauern seiner Zeit. Er verstand keine Karten und kannte keine Länder jenseits des Tals, wo er geboren war. Aber Heinrich besaß etwas, was viele Gelehrte nicht hatten: die instinktive Weisheit dessen, der nah bei der Natur lebt. Und die Natur flüsterte Warnungen. Zuerst waren es die Händler, die aufhörten zu erscheinen. Jene Männer in bunten Kleidern, die Salz aus den nördlichen Minen und Gewürze von fernen Handelsrouten brachten, verschwanden einfach. Die Straßen, die früher vom ständigen Lärm von Karren und Pferdehufen widerhallten, blieben nun tagelang still. Dann kamen die Flüchtlinge. Ganze Familien mit Gesichtern, die von Hunger und Terror gezeichnet waren, trugen alles, was sie besaßen, in zerlumpten Säcken. Sie sprachen von Städten, wo die Toten wie Brennholz auf den Plätzen gestapelt wurden. Sie erzählten Geschichten von einer Krankheit, die in Tagen tötete und die Körper mit schwarzen Beulen bedeckte, die wie faule Früchte platzten. Heinrich beobachtete diese Flüchtlinge mit einer Mischung aus Mitleid und wachsendem Misstrauen. Da war etwas falsch an der Art, wie sie ankamen, nicht nur hungrig oder verängstigt, sondern mit einem eigenartigen, krankhaften Geruch behaftet. Einige husteten Blut. Andere taumelten mit Fiebern, die ihre Augen wie Glut leuchten ließen. Als der örtliche Priester, Pater Wilhelm, die Kirchentüren öffnete, um die Flüchtlinge zu beherbergen, traf Heinrich eine Entscheidung, die sein Leben retten würde: er hielt sich fern. Nicht aus Grausamkeit, sondern aus einem primitiven Instinkt, der in seinem Geist schrie: etwas war furchtbar falsch, und Mitgefühl könnte tödlich sein. Die Pest erreichte Heinrichsdorf an einem grauen Oktobermorgen, gebracht von einem jungen Tuchhändler aus Köln. Der Mann namens Friedrich war 3 Tage durch den deutschen Wald geritten und fühlte sich zunehmend schlechter, aber war entschlossen, seine Geschäfte abzuschließen, bevor die geheimnisvolle Krankheit, die die größeren Städte heimsuchte, das Land erreichte. Friedrich wusste nicht, dass Millionen infizierter Flöhe in den Falten seiner importierten Wollstoffe nisteten. Flöhe, die ein tödliches Bakterium trugen, das ganze Kontinente durchquert hatte, um in dieses kleine, in den deutschen Tälern verlorene Dorf zu gelangen. Was dann geschah, widersprach allem, was Heinrich über Stärke, Tugend und göttliche Gerechtigkeit glaubte. Die Ersten, die starben, waren nicht die Alten, nicht die Kranken, nicht die Schwachen. Es waren genau die wohlhabendsten und angesehensten der Gemeinschaft. Pater Wilhelm war einer der Ersten.
Mit 42 Jahren, gut genährt und körperlich robust, besuchte er persönlich jeden kranken Flüchtling, spendete die letzten Sakramente, berührte die eiternden Wunden mit seinen eigenen Händen. Seine christliche Hingabe kostete ihn das Leben in 4 qualvollen Tagen, mit schwarzen Beulen von der Größe von Äpfeln, die an seinem Hals und in den Achseln platzten. Hans der Müller, der wohlhabende Mühlenbesitzer, erlag ebenfalls schnell. Sein Steinhaus, das solideste und bewundertste Gebäude des Dorfes, wurde zu seinem Mausoleum. Seine Frau Gertrude und seine 3 kleinen Kinder folgten ihm innerhalb einer Woche in den Tod. Der Geruch, der aus dem Haus des Müllers strömte, wurde so unerträglich, dass die Überlebenden es schließlich mit den Körpern noch drin niederbrannten. Heinrich beobachtete dieses Massaker mit wachsendem Entsetzen, aber auch mit einer verstörenden Erkenntnis: Es gab ein Muster im Tod. Jene, die zuerst Hilfe anboten, die Essen teilten, die ihre Häuser für Fremde öffneten, diese starben schneller. Die christliche Güte hatte sich ironischerweise in ein Todesurteil verwandelt. Als der Winter kam und das Dorf mehr als die Hälfte seiner Einwohner verloren hatte, offenbarte sich etwas Überraschendes. Die Überlebenden waren nicht die, die irgendjemand erwartet hätte, am Leben zu finden. Heinrich war unter ihnen. Ebenso wie Brunhilde, die alte Hebamme, die alle mieden, weil sie allein im Wald mit einer Meute Katzen lebte. Und Klaus, der lahme junge Hirte, den die Gemeinschaft wegen seiner Behinderung wie einen Paria behandelte. Und Margret, die verarmte Witwe, die Ziegen am felsigen Hang des Hügels züchtete. Sie hatten eine Gemeinsamkeit, sie lebten am Rand der Gesellschaft. Sie waren die Vergessenen, die Gemiedenen, jene, die die mittelalterliche Hierarchie an die Peripherie des Gemeinschaftslebens gedrängt hatte. Und nun, in einer grausamen Wendung des Schicksals, war diese unfreiwillige soziale Ausgrenzung zu ihrem Schutzschild gegen den Tod geworden. Aber das Beeindruckendste stand noch bevor. Diese Parias überlebten nicht nur, sie begannen auf Weise zu gedeihen, die vor der Katastrophe unvorstellbar gewesen wären. Mit dem plötzlichen Tod des Feudalherrn und seiner Familie blieben die weiten Ländereien der Region ohne Besitzer. Die Weizenfelder, die früher streng kontrolliert und nach tausendjährigen Feudalregeln aufgeteilt waren, lagen nun verlassen da und warteten auf jemanden, der den Mut hatte, sie zu beanspruchen. Heinrich, der sein ganzes Leben lang gekämpft hatte, um seine Familie mit einem winzigen Stück gepachteter Erde zu ernähren, konnte nun die fruchtbarsten Felder für sich wählen. Die leeren Häuser mit ihren kornvollen Scheunen, ihren landwirtschaftlichen Werkzeugen und verlassenen Herden standen da für jeden, der sie besetzen wollte. Klaus verließ den Stall, wo er geschlafen hatte, und zog in das solide Steinhaus des toten Müllers. Margret erweiterte dramatisch ihre kleine Ziegenherde und besetzte die weiten Weiden, die früher dem örtlichen Kloster gehört hatten. Zum ersten Mal in mehr als 1000 Jahren deutscher Geschichte erlebten gewöhnliche Bauern etwas absolut Revolutionäres, echten Überfluss. Die deutschen Bauern, die den schwarzen Tod überlebten, entwickelten intuitiv und aus verzweifelter Notwendigkeit heraus Überlebensstrategien, die die moderne Medizin als außergewöhnlich fortschrittlich für die Zeit anerkennt. Aber sie hatten kein Bewusstsein dafür, wissenschaftliche Pioniere zu sein, sie kämpften einfach darum, noch einen Tag zu leben. Heinrich schuf das, was wir heute strenge Protokolle der sozialen Isolation nennen würden. Er hörte vollständig auf, die Sonntagsmesse zu besuchen, etwas, was vor der Pest als Todsünde mit möglicher Exkommunikation gegolten hätte. Er vermied es, Gegenstände zu berühren, die andere Menschen kürzlich benutzt hatten. Wenn die Notwendigkeit ihn zwang, mit Nachbarn zu sprechen, hielt er religiös einen Mindestabstand von 3 weiten Schritten ein. Brunhilde, mit ihrem angestammten Wissen über Heilpflanzen, das mündlich durch Generationen von Frauen übertragen wurde, begann ständig aromatische Hölzer und Kräuter in ihrer Waldhütte zu verbrennen. Rosmarin, Salbei, Thymian, Rosmarin, Pflanzen, von denen die moderne Wissenschaft bestätigt, dass sie mächtige antimikrobielle Eigenschaften besitzen. Der scharfe und durchdringende Geruch, der aus ihrer Behausung strömte, hielt nicht nur die bösen Geister fern, wie sie glaubte, sondern auch die Flöhe, die das tödliche Bakterium trugen. Klaus tat etwas noch Klügeres, obwohl er sich der wissenschaftlichen Implikationen völlig unbewusst war. Als er in das verlassene Haus des Müllers zog, brachte er alle Straßenkatzen des Dorfes mit, die er sammeln konnte.
Während die meisten Menschen die Katzen als dämonische Kreaturen sahen, besonders die mit schwarzem Fell, schätzte Klaus einfach ihre stille und unabhängige Gesellschaft. Ohne es zu wissen, schuf er die wirksamste natürliche Verteidigung gegen die Ratten, die als Wirte für die infizierten Flöhe dienten. Vielleicht am beeindruckendsten war die ernährungsbedingte Transformation der Überlebenden. Mit uneingeschränktem Zugang zu verlassenen Scheunen und Vorratskammern begannen sie sich besser zu ernähren als jede frühere Generation deutscher Bauern. Qualitativ hochwertiges gepökeltes Fleisch, verschiedene Getreide, Milchprodukte, sogar Honig aus den von toten Imkern verlassenen Bienenstöcken. Diese dramatische Verbesserung der Ernährung stärkte ihre Immunsysteme erheblich, gerade als sie am meisten Widerstandsfähigkeit brauchten. Im strengen Winter von 1349 geschah etwas wahrhaft Undenkbares in den verwüsteten deutschen Landen. Die überlebenden Bauern begannen sich spontan in völlig neue soziale Strukturen zu organisieren. Heinrich, der sein ganzes Leben lang nur ein weiterer anonymer Leibeigener gewesen war, der fremdes Land bearbeitete, fand sich plötzlich als natürlicher Anführer einer kleinen überlebenden Gemeinschaft wieder. Zusammen mit Margret, Klaus, Brunhilde und einigen anderen bildete er das, was wir heute als eine der ersten landwirtschaftlichen Genossenschaften des mittelalterlichen Europas erkennen würden. Die Landverteilung, die sie unter sich vornahmen, war revolutionär in ihrer Einfachheit und Gerechtigkeit. Jede überlebende Familie erhielt Felder, die nicht nur zum Überleben ausreichten, sondern um wirklich zu gedeihen. Sie kombinierten ihre verstreuten Herden und schufen gemeinschaftliche Weidesysteme, die effizienter waren als jede frühere feudale Anordnung in der Region. Aber der transformativste Aspekt dieser neuen Gesellschaft war, wie sie miteinander umgingen. Ohne Feudalherren, die starre Hierarchien auferlegten, ohne Priester, die Verhaltensweisen durch die Angst vor der Hölle diktierten, entwickelten sie eine Gemeinschaft, die auf der praktischen und unmittelbaren Notwendigkeit des gegenseitigen Überlebens basierte. Margret, früher als verarmte Witwe ohne sozialen Wert verachtet, wurde hochgeschätzt für ihr tiefes Wissen über Tierzucht und Haltung. Klaus, früher wegen seiner körperlichen Behinderung verspottet, gewann Status als wertvoller Berater aufgrund seiner geheimnisvollen Fähigkeit, Wetterwechsel durch die Beobachtung subtiler Tierverhaltensweisen vorherzusagen. Brunhilde verwandelte sich in die wichtigste und einflussreichste Figur der neuen Gemeinschaft und kombinierte auf einzigartige Weise die Rollen der medizinischen Heilerin, erfahrenen Hebamme und spirituellen Beraterin. Als sporadische Händler schließlich vorsichtig zu den alten Handelsrouten im Jahr 1350 zurückkehrten, fanden sie etwas vor, was sie niemals erwartet hatten: Dörfer wohlhabender und selbstbewusster Bauern, die als Gleichberechtigte verhandelten. Nicht als verzweifelte Leibeigene, die um Krümel der Herren bettelten. Die deutschen Bauern, die den schwarzen Tod überlebten, entwickelten ein Bündel praktischen Wissens, das durch die zukünftigen Generationen widerhallen würde. Aber einige dieser Lektionen waren zutiefst verstörend, selbst für die brutalen Standards der mittelalterlichen Gesellschaft. Heinrich lernte durch schmerzhafte Beobachtung und grausame Erfahrung, dass unterschiedslose und unreflektierte Barmherzigkeit buchstäblich tödlich sein konnte. Während der verheerendsten Monate der Epidemie entwickelten er und seine Gefährten das, was wir heute strategisches Mitgefühl nennen würden. Sie halfen weiterhin anderen bedürftigen Überlebenden, aber hielten unflexible Protokolle der sanitären Sicherheit ein. Sie berührten niemals direkt Personen, die verdächtige Symptome zeigten. Sie ließen Nahrung und Medikamente in sorgfältig berechneten Abständen. Diese neue moralische Härte entstand nicht aus Grausamkeit oder Egoismus, sondern aus einem unerbittlichen evolutionären Pragmatismus. Die menschlichen Gruppen, die es schafften, diese Protokolle diszipliniert aufrechtzuerhalten, überlebten, um die Geschichte zu erzählen. Die es nicht schafften, verschwanden einfach vollständig vom Erdboden. Brunhilde entwickelte empirische medizinische Kenntnisse, die mit den Lehren der städtischen Universitätsärzte rivalierten und sie oft übertrafen. Durch sorgfältige Beobachtung und angesammelte Erfahrung lernte sie, die frühesten Zeichen der Infektion zu erkennen: das spezifische Fieber, das als fast unmerklicher Schauer begann, die charakteristischen dunklen Flecken, die zuerst hinter den Ohren erschienen, der süßliche Geruch, den der Schweiß in den Anfangsstadien der Krankheit annahm. Noch wichtiger, sie entdeckte, dass die Pest vorhersagbaren Mustern folgte. Sie griff mit größerer Intensität während der warmen und feuchten Sommermonate an.
Sie breitete sich schneller in Gebieten mit größerer Konzentration menschlicher Abfälle und organischen Mülls aus. Sie betraf unverhältnismäßig weniger jene Personen, die, auch in rudimentärer Form, irgendeine Art regelmäßiger Körperhygiene aufrechterhielten. Klaus wiederum entdeckte, dass Tiere als außergewöhnlich präzise Frühwarnsysteme funktionierten. Ratten änderten ihre gewohnten Verhaltensweisen ganze Tage vor den ersten menschlichen Fällen. Katzen verschwanden geheimnisvoll oder starben plötzlich. Selbst Vögel veränderten drastisch ihre normalen Flug- und Nistmuster. Das war Wissen, das keine mittelalterliche Universität lehrte, das kein gelehrtes medizinisches Traktat dokumentierte. Es war reine Weisheit, destilliert im unerbittlichen Schmelztiegel der Notwendigkeit, um jeden Preis zu überleben. Jede Revolution fordert ihren Preis in Blut und Tränen, und die radikale Transformation der deutschen Bauern war keine Ausnahme. Der materielle Überfluss und die neu entdeckte soziale Freiheit kamen begleitet von tiefen und irreversiblen emotionalen Verlusten. Der erste große Verlust war die spirituelle Unschuld, die Generationen gestützt hatte. Heinrich und seine überlebenden Kameraden konnten nicht mehr blind an göttliche Gerechtigkeit und die moralische Ordnung des Universums glauben. Sie hatten unschuldige Kinder in unbeschreiblichen Qualen sterben sehen, während gewalttätige Betrunkene und grausame Männer völlig unversehrt überlebten. Sie hatten heilige und hingegebene Priester langsam zugrunde gehen sehen, während gierige Wucherer und unehrliche Händler wie nie zuvor prosperierten. Als die katholische Kirche schließlich neue Kleriker sandte, um zu versuchen, die spirituelle Ordnung in den verwüsteten Gebieten wiederherzustellen, fanden sie grundlegend veränderte und zutiefst skeptische Gemeinden vor. Die Bauern besuchten immer noch die sonntäglichen Gottesdienste, aber mehr aus sozialer Gewohnheit als aus echtem Eifer. Ihre Gebete hatten sich im Charakter verändert, sie bettelten nicht mehr demütig um göttliche Barmherzigkeit, sondern dankten mit diskretem Stolz für ihre eigene Intelligenz, ihren Mut und ihre Widerstandsfähigkeit. Der zweite verheerende Verlust war das Verschwinden der traditionellen Gemeinschaft, die ihrem Leben jahrhundertelang Bedeutung und Identität gegeben hatte. Heinrichsdorf, das vor der Pest mehr als 300 Menschen beherbergte, hatte nun nur noch 43 Einwohner. Das komplexe und reiche soziale Gefüge, mit seinen saisonalen Festen, Gemeinschaftsritualen, tausendjährigen mündlichen Überlieferungen und komplizierten Familienstammbäumen, war irreparabel zerrissen. Kulturelle Traditionen, die seit uralten Zeiten existierten, verschwanden einfach, weil es nicht mehr genug Menschen gab, um sie durch die Generationen am Leben zu halten. Ancestrale Volkslieder wurden vergessen, als die letzten, die sie kannten, starben und sie mitnahmen. Ausgeklügelte handwerkliche Techniken, jahrhundertelang von Meister zu Lehrling übertragen, gingen völlig verloren, als ihre Praktiker der Pest erlagen. Margret, nun eine wohlhabende Eigentümerin von Land und Herden, saß manchmal allein in den efeubedeckten Ruinen der alten Pfarrkirche und versuchte sich an die Stimmen zu erinnern, die diesen Raum einst mit harmonischen Gesängen während der Sonntagsmessen erfüllten. Die gegenwärtige Stille war ohrenbetäubend und bedrückend. Die Freiheit und der Wohlstand, die sie errungen hatten, kosteten den vertrauten und tröstlichen Klang der Gemeinschaft, die niemals zurückkehren würde. Im hellen Sommer von 1353, genau 5 Jahre nach der Ankunft der Pest, war Heinrich völlig unkenntlich. Die Transformation war nicht nur körperlich, obwohl er jetzt gut genährt war und feine Wollkleidung aus den verlassenen Häusern der früheren Besitzer trug, sondern spirituell und intellektuell. Der unterwürfige und analphabetische Bauer hatte sich in etwas verwandelt, was das mittelalterliche Europa nie gesehen hatte, einen Landwirtunternehmer mit ausgeklügelter kommerzieller Mentalität. Er kontrollierte direkt Land, das vor der Pest 3 verschiedenen Adelsfamilien gehört hatte. Seine Weizenernte war so reichlich, dass er regelmäßig überschüssiges Getreide in ferne Handelsstädte exportierte. Seine Schafherden produzierten hochwertige Wolle, die auf dem Markt mit den besten Produkten der Region konkurrierte. Am beeindruckendsten jedoch war die Evolution seiner geistigen Fähigkeiten. Heinrich hatte ein intuitives, aber sehr präzises Verständnis wirtschaftlicher Prinzipien entwickelt, das mit dem der erfahrensten städtischen Händler rivalierte. Er wusste instinktiv, wann er Getreide lagern sollte, um auf saisonale Preissteigerungen zu warten. Er verstand perfekt die Nachfragezyklen verschiedener landwirtschaftlicher Produkte. Er verhandelte Lieferverträge mit einer kommerziellen Schlauheit, die erfahrene Händler aus den großen Städten oft überraschte und beeindruckte.
Klaus, der frühere lahme und marginalisierte Hirtenjunge, hatte sich in den regionalweit angesehensten Experten für Epidemieprävention und Kontrolle verwandelt. Dörfer aus der ganzen Region konsultierten ihn regelmäßig über Präventivmaßnahmen und Frühwarnzeichen. Sein einzigartiges Wissen über Tierverhalten als Früherkennungssystem war sogar bei den entferntesten städtischen Behörden gefragt. Brunhilde, mit 62 Jahren, hatte einen fast legendären Status erreicht. Sie fungierte gleichzeitig als medizinische Heilerin, politische Beraterin und informelle spirituelle Führerin eines wachsenden Netzwerks wiederaufgebauter ländlicher Gemeinden. Ihr empirisches medizinisches Wissen, buchstäblich im Schmelztiegel des Überlebens geschmiedet, übertraf regelmäßig das der städtischen Universitätsärzte in praktischer Wirksamkeit. Diese deutschen Bauern, von der offiziellen Geschichte völlig ignoriert und vergessen, hatten etwas wahrhaft Revolutionäres geschaffen: eine wohlhabende, grundlegend egalitäre und außergewöhnlich widerstandsfähige ländliche Gesellschaft. Sie bewiesen definitiv, dass wenn die alte Welt vollständig zusammenbricht, es die Demütigen und scheinbar Schwachen sind, die oft etwas Überlegenes auf ihren rauchenden Ruinen errichten. Die Geschichte von Heinrich und den deutschen Bauern, die während des Schwarzen Todes nicht nur überlebten, sondern gediehen, ist viel mehr als nur ein einfacher Bericht vom Überleben gegen unmögliche Wahrscheinlichkeiten. Es ist eine tiefe Lektion über die unendliche Fähigkeit der Menschheit, absolute Katastrophe in unerwartete Gelegenheit zu verwandeln, Stärke dort zu entdecken, wo andere nur terminale Schwäche sehen. Wenn wir das zeitgenössische Deutschland betrachten, seinen wirtschaftlichen Wohlstand, seine demokratische soziale Organisation, seine starke Tradition von ländlichen und gewerblichen Genossenschaften, können wir einige dieser charakteristischen Eigenschaften direkt zu jenen apokalyptischen Jahren von 1348 bis 1353 zurückverfolgen. Die Bauern, die intelligent durch den mittelalterlichen zivilisatorischen Zusammenbruch navigierten, bauten nicht nur ihre persönlichen Leben wieder auf, sie etablierten dauerhafte Präzedenzfälle für Selbstvertrauen, horizontale Gemeinschaftsorganisation und adaptiven Pragmatismus, die zu permanenten Komponenten der deutschen kulturellen DNA wurden. Heinrich lebte bis zu den beeindruckenden 74 Jahren und starb friedlich im Jahr 1382 in einem bequemen Bett seines wohlhabenden Steinhauses, umgeben von sichtlich wohlhabenden Kindern und Enkeln. Seine letzten Worte, durch mündliche Familienüberlieferung über Generationen bewahrt, sollen gewesen sein: Der Tod lehrte uns endlich, wie man wirklich lebt. Der Schwarze Tod dezimierte brutal zwischen einem Drittel und der Hälfte der gesamten europäischen Bevölkerung. Aber für jene wenigen deutschen Bauern, die es schafften, intelligent und mutig durch die Apokalypse zu navigieren, wurde er paradoxerweise zum Tor zu einer Welt von Möglichkeiten, die ihre Vorfahren niemals hätten erträumen können. Manchmal ist das absolute Ende einer Welt tatsächlich nur der schmerzhafte Beginn eines unendlich besseren Lebens. Heinrich und seine von der Geschichte vergessenen Gefährten bewiesen diese fundamentale Wahrheit lange bevor irgendein Philosoph oder Ökonom akademisch über menschliche Widerstandsfähigkeit und sozialen Wiederaufbau nach Katastrophen theoretisierte. Die tiefste Lektion des Schwarzen Todes liegt nicht in den erschreckenden statistischen Zahlen der Sterblichkeit, noch in den dramatischen Chroniken der Adligen, die feige in ihre befestigten Burgen flohen. Sie liegt in der stillen und unsichtbaren Geschichte der völlig Vergessenen, jener, die, als sie Auge in Auge mit dem buchstäblich Undenkbaren konfrontiert wurden, Reserven an Stärke, Intelligenz und Anpassungsfähigkeit entdeckten, von denen sie selbst nicht ahnten, dass sie besaßen. Das ist die wahre Geschichte des menschlichen Überlebens. Es geht nicht um die Mächtigen, die unweigerlich fallen, sondern um die Demütigen, die immer einen Weg finden, aus der Asche aufzustehen.